Der Porsche 911 Targa 4 GTS, ja der letzte, der gebaut wurde als Baureihe 991. Und ja, der Porsche 911, ein absoluter Mythos, und als Targa, ja, da muss man sagen, da hat er seine Fans wirklich erreicht, denn es ist die optimale Symbiose aus Offenfahren, sage ich jetzt mal, und Technik pur. Denn ich sag mal, das Öffnen und Schließen allein von diesem Fahrzeug, man müsste es gar nicht bewegen, ja, man müsste eigentlich nur das Dach auf und zu machen. Allein das ist es schon wert. Ja, hier ist der Michael Theisen. Grüß dich, Michael. Sven, guten Morgen. Habe ich das schön gesagt? Das hast du wunderschön gesagt. Aber es schön, hätte man keine Einleitung hier geben können. Genau, es ist ein technisches Wunderwerk, muss man sagen. Genau, wenn du mal einfach mal zumachst. Ja, machen wir gerne mal. Das geht per Fernbedienung, oder? Das geht alles über den Schlüssel, genau. Motor muss auch nicht laufen dafür. Beim Targa immer ganz wichtig, er muss halt stehen. Auch wenn du unterwegs bist mit den Cabrio-Modellen, kannst du ja bis 50 km/h das Dach öffnen und schließen. Bei dem hier ist es Targa immer im Stand. Man sieht halt dieses riesen Dach hinten, die Glaskuppel. Die sollte halt keine Erschütterung dadurch bekommen. Ne? Genau, ist der Zustand quasi im Innenraum, das Geräuscherlebnis, ist das vergleichbar mit dem, ich sag mal, Modell mit festem Dach? Ja, also das Dach ist ja relativ hart. Also wenn wir jetzt auch mal da drauf klopfen, das ist ja, ne? Also von daher, es greift ja auch dreimal rein. Also diese Windgeräusche, die hast du da eigentlich nicht, im geschlossenen Zustand sowieso nicht. Ne? Das Produkt ist wunderschön. Also gerade schon dieser Bügel in der Mitte, gut, der hat ja auch Anleihen. Es gab ja schon mal einen Targa. Genau, es gab schon immer einen Targa. Das hier ist jetzt ein ganz besonderer, wie du gesagt hast. Mittlerweile haben wir den Nachfolger, den 992, wo jetzt natürlich auch ein großes Augenmerk drauf liegt. Das Auto gibt es von den Motoren her mit dem S-Motor, der hat 450 PS, noch nicht als GTS. Und das ist eigentlich hier wiederum das Besondere. Das heißt, das ist ein Targa 4 GTS, der wird vom 992 aktuell noch gar nicht produziert. Dann musst du mindestens noch ein gutes Jahr warten, bis der kommt als 992. Und das hier ist sowieso nochmal ein Sondermodell aus der Exklusivmanufaktur von Porsche und ist limitiert. Deswegen wollte man heute mal zeigen, auf 250 Stück. Also da wurden nur 250 Stück für den deutschen Markt gebaut. Wir gucken uns auch gleich gerne mal ein paar Details an. Außen, man kann das Fahrzeug nicht viel verändern, die Exklusivmanufaktur hat es genauso gestaltet. Das heißt, die Felgen, auch der Bügel, der ist in der Farbe, wie du ihn vorher nie bestellen konntest, in Weiß-Gold Metallic. Die Schriftzüge sind in Brillant Silber, wenn man den Targa-Schriftzug sieht. Genau. Kann man es ganz gut erkennen. Oder ich hab auf der letzten IAA, muss ich sagen, auch mit einem der Verantwortlichen von der Porsche-Manufaktur gesprochen und dort ein Video gedreht. Ja. Die haben mir mal so ein bisschen erzählt, was da geht. Da kannst du alles kriegen. Das heißt, die machen das möglich, was in der normalen Serienproduktion einfach nicht möglich ist. Genau, die Exklusivmanufaktur, die zieht das Auto sozusagen nachher raus aus der normalen Produktion und wird dann individuell, wie du es dir wünschst. Porsche ist halt immer noch eine Manufaktur, das Auto gestalten ist. Aber nicht von irgendeinem, ich sag mal, jetzt nichts gegen Tuner oder Leute, die sich da gut damit auskennen. Wir reden über ein Originalprodukt von Porsche Deutschland. Genau, ja. Richtig. Ja, richtig. Ist er nicht schick? Das ist ein traumhaft schönes Auto. Ich mach mal die Tür auf, weil das sind halt... Warte, ich zeige vorher mal ganz kurz für unsere Freunde gerade nochmal die Werte. Ich meine, wer so ein Auto kauft, der weiß, dass er Super Plus tanken muss. Und kombiniert hat er 9,1 Liter, ist immer noch sehr sparsam und CO2-Effizienzklasse F wie Friedrich. Ja, und die Jahressteuer liegt bei 356 €. Das für den rechtlichen Teil. Ja, das haben wir jetzt mal eingeblendet. Muss auch sein. Muss auch sein. Aber allein schon, jetzt kommen wir nochmal zur schönen Zeit. Guck mal hier die Rückspiegel, die haben auch eine eigene Form, kann das sein? Nee, die Form, es ist der Sport-Design-Spiegel mit dem V-Ausschnitt. Brillant Silber ist halt nochmal eine eigene... Aber auch zweifarbig, oder? Genau, eine eigene Farbe. Das sind halt diese ganzen Details. Und wie gesagt, wer jetzt sagt, irgendwo er möchte in ein Auto investieren, was sehr wertstabil ist, sozusagen eine Wertanlage, da ist das eigentlich das richtige Auto. Auch der Schriftzug. Also es ist der letzte Targa, der gebaut wurde aus der Baureihe 991. Es ist der letzte Targa, der gebaut wurde, und es ist auch, man kann wirklich sagen, deutschlandweit einer der letzten oder der letzte, der jetzt eigentlich noch zum Verkauf steht. Als Beste wäre das Fahrzeug am besten von einem Spezialisten dann so herrichten lassen, dass man ihn nie wieder fährt.
und in 100 Jahren wieder rausholen. Also ich glaube, so lange musst du nicht warten, aber das wäre zu schade. Also er behält auch seinen Wert, wenn du ihn ein bisschen bewegst. Das ist gar kein Thema. Nee, das war Spaß, aber es ist eine echte Wertanlage. Ja. Vielleicht nochmal kurz zum Mythos Porsche. Man bekommt sehr oft mehr für ein bestimmtes Auto, als man bezahlt hat. Das passiert in vielen Fällen, muss man sagen. Und gerade so die letzten Modelle, die haben unglaubliche Liebhaber. Woran liegt das denn? Ist richtig. Gut, es liegt einfach an der Verfügbarkeit. Ja. Porsche war schon immer der Meinung und hat den Markt so gefüllt, indem sie sagen, wir bauen immer ein paar Autos weniger, wie der Markt braucht. Das ist ganz interessant. Dadurch hat der Kunde ein exklusives Produkt und auch ein sehr wertstabiles Produkt. So, dann weis mich mal darauf hin. Also die Porsche-Manufaktur hat spezielle Sachen gemacht, ja? Genau. Sorry, also, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Also bei dem Auto, wie gesagt, das gibt es auch nur so. Da kann man nicht viel noch erweitern. Der hat immer eine Hinterachslenkung drin von der technischen Seite. Ach, der hat die Hinterachslenkung? Der hat die Hinterachslenkung drin. Der hat den 450 PS GTS-Motor drin. Also es ist ein GTS, Targa 4 GTS, und von den Details her ist halt innen wie außen, wenn wir sehen, die Felgen haben wir eben schon angesprochen, den Targa-Bügel, alles in diesem Weißgold-Metallic. Die Nähte sind dann wiederum im Weißgold gehalten im Fahrzeug. Auch der 911-Schriftzug an der Kopfstütze oben. Also man könnte auf die Idee kommen jetzt im Video und sagen, die sind weiß. Nein, sie sind tatsächlich, es schimmert Weißgold. So viel kann ich dazu sagen. Und man sieht es auch, die Nähte am Lenkrad sind identisch. Allein die Lederfarbe ist vom Kontrast her zu dem Grau natürlich sehr speziell, ganz toll. Ja, es ist ein Naturleder und absolut stimmig. Ist ein ganz, ganz tolles Auto, wo Porsche auf einer sehr schönen Insel in Deutschland auf Sylt vorgestellt hat. Oh, ich zeige das mal gerade. Ja, die Manufaktur, also ein ganz edles Auto, es hat einen eigenen Schriftzug, der entwickelt wird. Wir brauchen heute, glaube ich, nicht mehr so viel über die Technik zu erzählen. Die ist erhaben. Wir sprechen hier von einem Fahrzeug, wie lange wurde der insgesamt gebaut, der 991? Wann ging es los? Der 991 ist 2013 auf den Markt gekommen. Genau, ja. 2012, 2013 ist er auf den Markt gekommen. Der Vorgänger 997? 997, ja, genau. War. Ja. Und zwischendurch gab es schon ein Facelift, auch von der technischen Seite. Und deswegen ist das hier eigentlich der 991 zweite Generation. Es gab 2 Generationen. Sieht man auch, der hat auch diese 3D-Lampen hinten drin. Die hatte die erste Generation nicht. Ich sag mal so, die Spezialisten wissen, was es ist. Also so der normale, ich sag mal, Bürger. Ich habe ja auch einen 991 erste Generation, muss man fairerweise dazu sagen. Der hat auch das noch, ja. Aber der hat auch schon schwer an Wert gewonnen, muss man sagen. Also ich habe jetzt schon Leute, der geht ja demnächst aus dem Leasing raus, die gesagt haben, kann ich den haben? Ja. Und da habe ich mir natürlich 10-mal überlegt, da habe ich gedacht, erstmal nee. Ja, das glaube ich, ja. Also der hat doch das durchgehende Lichtbahn, wie jetzt 992. Genau, richtig. Das ist, also der 992 hat es ja immer, muss man sagen. Das ist generell bei Porsche dieses neue Gesicht. Bei dem 991 war es so, da hat immer der 4 als GTS das durchgehende Lichtband gehabt. Also jeder Allrad-Porsche beim 991 hatte immer das durchgehende Band. Genau, das hier ist ja so ein bisschen die Anleihe aus dem Ur-Porsche. Ich sag mal, hinten dieser, Luftauslass, der wurde ja auch nochmal verändert in der zweiten Generation. Richtig. Die waren früher, oder in der ersten Generation, früher ist jetzt vielleicht falsch, waren die von links nach rechts. Ja, und jetzt laufen sie halt von oben nach unten. Genau. Hinten sieht man nicht mehr viel, wenn man aufmacht. Ist möglich aufzumachen? Da? Wir können gerne aufmachen. Das ist halt insofern, hier klappt das ganze Dach ein bisschen weg. Ah, okay, weil das habe ich noch nie gesehen. Bei mir geht einfach nur eine Klappe auf. Genau. Wie cool. Das heißt, das Dach klappt weg? Jawohl. So, und dann kommt man hinten, glaube ich, da ist auch, nur noch Öl drin, oder? Die Motorhaube ist weg. Ja, also du könntest jetzt Öl nachfüllen, beziehungsweise Kühlwasser. Aber da musst du eigentlich nichts mehr machen. Da ist der Motor drunter, muss man sagen. Also den Motor sieht man nicht mehr. Der Motor sitzt halt, kann man sagen, in dem Bereich unterm Verdeck. Und das ist der einzige Blickpunkt zum Motor bzw. zu der Abdeckung. Was ist total scharf ist. Ihn mal so aufstehen zu lassen auf der Straße. Immer so, weil es ist ein technisches Wunderwerk, das Targa-Dach, oder? Ja, das sagen auch alle unsere Kunden oder die Interessenten. Allein schon die Formung, geht das überhaupt nicht? Das Designkonzept von dem Fahrzeug, das ist phänomenal. Guck dir mal die Form an von der Scheibe. Und das ist eine richtige Scheibe, nehme ich an, oder? Ja, natürlich. Ja.
Also kein Kunststoff oder irgendwas? Nein. Auch wintertauglich mit Heizdrähten drin, also alles gut. Ich mache jetzt keinen Spaß. Es geht ja auch um die Langlebigkeit, Haltbarkeit. Ihr habt ein spezielles Programm für das Auto. Man kann die Garantie unglaublich lang verlängern, wenn man das möchte. Klär mich auf. Genau, also wir haben jetzt, die Autos kommen natürlich immer mit 2 Jahren Garantie, wenn sie zugelassen werden, wenn sie ausgeliefert bei uns, dann kannst du die Garantie, wenn du magst, immer für 1 oder 2 weitere Jahre verlängern. Das Ganze nennt sich Porsche Approved Garantie und geht insgesamt bis 15 Jahre oder 200.000 Kilometer. Das heißt also, wenn du in 14 Jahren irgendwas an deinem Auto hast, sollte es ein technisches Problem sein oder ich sage jetzt auch mal vielleicht kleinere Sachen, wo keiner dran denkt. Das Display funktioniert nicht mehr, eine Sitzheizung funktioniert nicht mehr, der Sitz elektrisch. Werksgarantie. Das ist wie eine Werksgarantie. Kriegst du nach 14 Jahren noch alles ersetzt, ohne dass dein Geldbeutel geöffnet wird. So, hier vorne ist eine Wunschkugel vorne dran. Was kann die? Eine Wunschkugel, Weihnachten haben wir noch nicht, aber das ist unser Radarauge. Der Exklusiv Manufaktur Edition ist halt top ausgestattet. Der hat alles drin, was es eigentlich gab beim 11er und das ist dieses Abstandsradar. Okay, das heißt, der kann halten, der macht Notbremsung auch? Geht das? Der würde dich warnen, der warnt dich generell, wenn du zu dicht auffährst, kannst aber ausschalten und pendelt sich auch hinter einem Fahrzeug ein. Was für ein Lichtsystem ist hier angebaut in dem? Auch das nochmal, was das höchste Lichtsystem, was es damals gab beim 991, das ist LED. LED, Full LED. Voll LED, genau. Ist bei uns ja ganz interessant ans Navigationssystem gekoppelt. Das heißt also, wenn du an den Kreisverkehr rankommst, an eine Kreuzung, geht das Licht schon in eine Position, wo man normalerweise noch gar nicht mit rechnet. Das ist wirklich ein sehr, sehr intelligentes Lichtsystem. Cool. So, die Reifen sind auch dabei. Das sind nicht irgendwelche, es sind speziell für Porsche gestaltete Reifen, die haben eine bestimmte Kennung. Genau, eine N-Kennung. Also Porsche nimmt jetzt in diesem Fall ist ein Michelin-Reifen drauf, 20 Zoll Felge. Es ist halt so, die Felgen werden in Weissach, die werden zum einen designt fürs Fahrzeug und dann in Weissach wirklich getestet. Das merkst du auch, wenn du so eine Alufelge hochhebst. Die ist einfach sehr, 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 sehr leicht. Die passt zu dem Konzept vom Fahrzeug. Deswegen sind sie aber auch die Winterreifen nicht immer günstig bei Porsche. Aber es sind speziell fürs Fahrzeug getestete und nochmal sind gar nicht so teuer, muss ich sagen. Also wenn man erwartet, die kosten jetzt so 2.000, 3.000 Euro, das ist nicht der Fall. Ich glaube, so ein Reifen liegt, also beim zumindest so bei rund 250 Euro das Stück. Ein Reifen, ja. Ja, ein Reifen. Also ohne Felge. Also genau. Ich lasse den auch immer tauschen. Ich fahre im Winter auch die große Felge. Ich fahre den auch im Winter, muss man sagen. Ich habe einen Vierradantrieb, wie der hier. Hier ist auf Vierrad angetrieben. Genau, kannst du. Natürlich kannst du auch im Winter fahren. Ne? Der hat die Sportbremsanlage? Ja, durch den GTS hat er immer die größere Bremsanlage drauf, aber nicht die Carbon. Ne? Gut, das ist ja auch eine Geschichte. Ich glaube, wenn man da so Rennen fährt, macht das Sinn. Aber die Bremsanlage, es wird ja immer gesagt, Porsche, der bremst besser, als er beschleunigt. Ist das so? Beides ist top, muss man sagen. Aber wichtig ist natürlich, beschleunigen kann fast jeder, sage ich mal. Die Bremsleistung ist heute schon fast das Interessantere, was auch wichtiger ist für den, der das Auto fährt. Da ist bei Porsche immer 5-fache Bremsleistung. Also die ist brachial für das Fahrzeug. So, du darfst mal die Tür bitte öffnen. Ja. Dann steige ich mal ein und du gehst mal auf die Beifahrerseite, dass wir das mal sehen. Muss ich den Schlüssel noch reinstecken irgendwo? Genau, Schlüssel wird der übrigens auch, können wir mal gerade gucken, auch in der Außenfarbe. Warte, ich muss gerade sehr schön lackiert ist. Das heißt, der hat die Außen. Ach, der Schlüssel kommt in der Form und auch in der Außenfarbe vom Fahrzeug. Meiner ist einfach nur schwarz. So, jetzt haben wir unsere Parksensoren an. Die mache ich mal kurz aus, weil natürlich die hinteren Parksensoren jetzt anschlagen. Ich mache mal das Dach zu. Das hat sich ein bisschen überlappt dann immer in dem Moment mit der Stoßstange. Genau, da stand da eben Tagerdach in Servicestellung. Genau. Ja, das Navi ist auch schon ein bisschen neuer wie meins. Das Display ist viel schöner. Ja, es ist halt alles so ein bisschen bündiger geworden bei der zweiten Generation vom 991, vom 911. Und aber auch von den Anforderungen ist das System auf dem neuesten Stand. Du hast Apple CarPlay drin, Live-Online-Traffic, es gibt eine Satellitenkarte, eine Online-Suche. Alles, was das Herz begehrt, so ist es, ja. Er hat eine Sportabgasanlage. Genau, die Sportabgasanlage ist dabei. Das heißt, du hast eine Klappe hinten im Auspuff oder in der Abgasanlage integriert, die du an- oder ausschalten kannst. Dementsprechend ist er ein bisschen lauter oder leiser. Können wir auch gerne mal noch gucken. Bose Soundsystem, also das ist mit drin? Bose Soundsystem ist an Bord. Wie gesagt, solche Sachen nochmal wie hier vorne, dass wir sehen,
Getränkehalter, die hier hinten dran, ich drücke mal gerade kurz drauf, versteckt sind. Die sind jetzt hier unter einer Lederblende, wo auch natürlich nochmal die Exklusiv-Manufaktur-Edition hinterlegt ist. Also ist echt gut. Ganz, ganz viele schöne Details, auch hier an der Armlehne, wenn man das mal so ein bisschen zeigen kann. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Auch hier steht da ist auch was eingraviert. Manufaktur von Porsche, ja, also praktisch eingestempelt. Also die haben es halt drauf, muss man sagen. Also das ist ja ein 2+2. Das heißt, ich sag mal, mein Sohn, der kann jetzt noch drauf sitzen, der ist 1,41 Meter. Da gibt es die Größe ungefähr. Ja, kann jeder, solange bis er anstößt. Ja, also du sitzt ja hinten automatisch ein bisschen tiefer. Das heißt, wir könnten mit Sicherheit auch noch hinten sitzen, aber es wird vielleicht ein bisschen eng. So. Es wird von den Beinen her ein bisschen eng dann. Ne? So. Das Gerät hat einen unglaublich großen Kofferraum. Ich zeige euch mal was, weil da fragen mich immer wieder Leute, die dann kommen und dann sagen, wo bringt man denn da die Koffer unter? Der Motor ist ja schließlich hinten. Aber der ist so groß, dass der Michael, wenn er ein bisschen akrobatische Übungen machen könnte, der könnte sogar ganz drin reingehen. Der ist sehr tief. Genau, also der ist sehr tief. Ich melde mich jetzt mal zum Yogakurs an. Vielleicht klappt es dann irgendwann, dass ich da reinkomme. Aber es gibt sogar ein eigenes Kofferset, was genau reinpasst. Genau. Du kriegst auch ein Kofferset in der Außenfarbe, wenn du magst. Gibt sämtliche Farben, die wir auch anbieten, bis Miami Blau, was auch immer. Gibt es die Koffer in allen Größen, allen Variationen. Cool. Aber auch ein ganz normaler Reisetrolley passt hier rein. Ne? Ja, also es passt sogar der Originale sein. Ein Kasten Bier passt rein, sogar 2, das habe ich schon ausprobiert. Also es ist absolut alltagstauglich. Man glaubt gar nicht, was man in das Auto alles reinpasst, wenn man wirklich will. Wichtig ist, es ist ein vollwertiges Reisefahrzeug. Das bedeutet, also ich kann damit wirklich fahren. Ihr habt auch Porsche 911, die haben über 200.000 Kilometer drauf, ohne jegliche Probleme. Warum? Wenn das reicht, ja. Es ist ein Boxermotor drin. Der Boxermotor hat keine Vibrationen. Also es ist ein ganz spezielles Motorkonzept, was sehr teuer zu produzieren ist. Man braucht 2 Motorschalen. Also alles ist nicht so ganz so easy beim Boxermotor, aber der hält. Es ist auch eine ausgereifte Technik. Ja. Unsere Kunden sind keine Testfahrer. Die Fahrzeuge, wie du gerade sagst, du kannst von hier jetzt nach Hamburg fahren und kannst den ganzen Tag viel Spaß haben, weil du entspannt dort ankommst. Du kannst aber auch auf die Nordschleife gehen und dort ein schönes Rennen fahren. Das sagen auch die Serviceintervalle. Die sind fast unverschämt lang, muss man sagen. Klär mich auf. Serviceintervalle sind 30.000 oder nach 2 Jahren, das sehen wir uns das erste Mal. Da ist der kleine Service fällig, bei 60.000 nach 4 Jahren ist dann der große Service fällig. Die sind doch gar nicht so teuer, wie man denkt. Also viele denken dann, da kommt dann da 2.000 Euro. Nee, der kleine Service, ich glaube, der liegt so 600-700 Euro rum, habe ich bezahlt. 700 Euro wollte ich jetzt nennen, genau. Man muss immer gucken. Hängt davon ab, was reingekippt wird und so weiter. Genau, also aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir auf 850 oder 1.000 Euro gehen. Also man kann sagen, Richtwert so 700 Euro der erste Service, nach 2 Jahren und nach 4 Jahren bist du so bei, genau. Ja, aber max, eher so 1.200, 1.300. Ja. Gut, es hängt ja davon ab, was man machen lässt. Also es ist ja so, gibt vielleicht so das eine oder andere, wo man dann sagt, hier mal ein bisschen Smart Repair oder so, dann bin ich halt doch mal irgendwo hängen geblieben, das bietet ihr auch an. Natürlich, also wenn du eine Felge irgendwo beschädigt hast, so wie es möglich ist, wird sie natürlich repariert, ja, dann sparst du Geld und die Felge sieht auch nochmal gut aus nachher. Ihr könnt aber auch so kleine Lackschäden, es passiert ja schon mal, dass ich dann, einen Steinschlag oder irgendwas, das wird im Rahmen denn der Approved, Sache ordnungsgemäß behoben, richtig? Also unabhängig von Approved. Also wenn du jetzt einen Steinschlag hast, Approved ist ja fürs Technische, fürs Auto zuständig und wenn du jetzt einen optischen Mangel am Auto hast, das macht ihr aber auch alles hier. Beseitigen wir auch. Genau. Ihr habt eine riesengroße Werkstatt, ihr habt laufend erweitert, muss man dazu sagen. Das heißt also, es gibt was ganz Besonderes, ihr gewinnt laufend Sales Awards. Also ich hoffe, man darf darüber reden, ihr seid einer der erfolgreichsten Händler Deutschlands. Das ist richtig, ja. Also danke auch mal an unsere Kunden und an die ganzen Interessenten, die sich dort auch immer melden. Das ist wirklich eine tolle Sache. Auch dieses Jahr haben wir nochmal gewonnen, eine Team-Trophy, wo wir uns jetzt sehr drauf freuen. Wo uns unsere Kunden dafür unterstützt haben. So, es ist das letzte Auto, was ihr habt. Der steht zum Verkauf. Solange Vorrat reicht, first come, first serve, 191.237, aber der, Preis bestimmt natürlich auch eventuell eine Inzahlungnahme, die man hat und so weiter. Ich kann den auch finanzieren, leasen, alles. Genau, also dieses Fahrzeug ist für alles bereit, ob Finanzierung, Leasing, wir nehmen auf das Fahrzeug auch gerne ein anderes Fahrzeug zurück. Egal welches. Egal welches, solange es 4 Räder hat und einen Motor besitzt,
sprechen wir gerne drüber, sagen wir es mal so. So, jetzt haben mich ganz viele, deine Videos werden ja zu Zehntausenden, mittlerweile zu Hunderttausenden geguckt, ja. Also wenn man sie alle addiert, dann, die wollten alle mal wissen, wo dein Büro ist, ja. Wenn ich mal kurz an deinem Platz mal sitze. Heute Morgen, wir haben eben schon Guten Morgen gesagt, heute Morgen noch gar nicht so aufgeräumt. Ja, komm, ist gut, aber wir zeigen das trotzdem mal. Das Schönste ist hier, Mut steht da, denn du hast mal eine Story erzählt, weil du unglaublich nahbar bist. Ja? Du bist jetzt nicht so der, wo man denkt, ich verkaufe Porsche, ich bin der tollste Mensch. Nee, du bist ein ganz normaler Typ. Alles gut, ja, alles gut. Das freut mich ja auch, dass, ich sag mal, die Videos, die kommen wirklich so rüber, wie wir eigentlich sind. Der macht das aber einen Höllenspaß, für Porsche zu arbeiten. Ne? Das sowieso, ja. Das ist gesehen, dass du jetzt demnächst auf eine Insel fährst, ja, weil du besonders guter Verkäufer oder euer Team alle zusammen haben. Wir als Team, genau, wir als Team, ja, richtig. So. Aber heute Morgen auch noch, das ist das Schöne, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit habe ich auch bei Facebook mal ein kleines Bild nochmal hochgeladen, weil da war hinter mir nochmal 911er, wo wir heute Morgen unterwegs waren, und das sind einfach schöne Bilder, wo auch dann, wenn du im Stau stehst, wo die Leute, heute Morgen war noch ein Unfall auf der Autobahn, ja, das ist wirklich eine Magie eigentlich, wo diese Marke ausstrahlt. Ne? Ja, stimmt, ja, ist so. Also das ist aber auch ein Produkt, was, ich sag mal, Ingenieurskunst pur ist. Was ist das für ein Auto? Das ist ein GT3. GT3, aber als RS sogar. Speerspitze. Speerspitze. Okay, muss man eigentlich das Auto fahren können, wenn man alles ausschaltet. Das hier war auch, gut, das war jetzt ein limitiertes Modell, der 911R, sage ich jetzt mal, der hat halt eine Nummer gehabt, eine Prägungsnummer. Okay. Ne? Das liegt halt daran, die Prägungsnummer, weil es halt von Porsche Deutschland auf den ganzen Weltmarkt zu haben war. Der hier auf 250 Stück, limitiert, wo wir eben besprochen haben, der ist halt nur für Deutschland. Deswegen hat er keine Limitierungsnummer, aber man kann sagen, er ist nicht öfters gebaut worden. So, ich muss weg. Ich zeige euch noch was richtig Cooles. Ihr habt natürlich ganz viele Autos hier im Center stehen. Drüben ist das Gebrauchtwagenzentrum auf der anderen Seite. Genau. Was ziemlich cool ist, ihr habt auch Autos hier stehen, wo man sagen muss, in der Ausstellung, die stehen nicht bei jedem Porsche-Händler. Ja, jetzt gehst du an einem anderen guten Stück vorbei. Da müssen das wir E-Bike, ja, komm, das nehmen wir noch mit. Ja. Zeigen, aber genau, das hier ist auch ein Auto, was auch gerne auf einen neuen Besitzer und Eigentümer wartet. 918 Spider. Ein 918 Spider, da ist er. Und da machen wir noch ein eigenes Video drüber, denn der ist auch nicht schlecht. Oder? Sehr, sehr gerne. Der ist auch nicht schlecht. Das ist auch eine gute Wertanlage. Ne? Ja. Natürlich, wenn du auch hier mal kurz ranzoomst. Ich mache mal kurz ein Bild. Ich weiß, was du willst. Ich soll auf das Preisschild zeigen. Mache ich gerne. Komm hier, da vorne ist es. 1,29 Millionen Euro. Da ist es. Und der hat 15.000 Kilometer allerdings schon auf der Uhr. Also quasi ein Gebrauchtwagen. Genau. Aber ganz ehrlich, sehen tut man das nicht. Nee, das ist richtig. Da kannst du fast schon sagen, der Exklusivmanufaktur ist ein Schnäppchen. Ist so, ja, das ist so. Der 918 Spider, aber da machen wir noch mal ein eigenes Video drüber. Denn hier habt ihr habt ein neues E-Bike von Porsche, klär mich auf. Genau, das ist in Zusammenarbeit mit Rotwild. Gerade sind wir eben noch kurz drauf gekommen durch die 250 Stück, das muss man noch ganz kurz zeigen. Wir haben auch diese Bikes deutschlandweit 250 Mal gehabt von Porsche. Mit integriertem Akku, wirklich ein ganz, ganz tolles Teil. Eine super Ausstattung an diesem Rad, auch mit einer Carbonfelge, wo Rotwild normalerweise in dem Bereich gar nicht anbietet für dieses Rad. Also wirklich in Zusammenarbeit mit Porsche konzipiert. Gute DT Swiss Felge, muss man sagen. Und absolut. Ein tolles Motorkonzept ist mit dabei. Also das, was hier ist. Ja, es sieht aus wie ein TQ, aber es ist, ich sag mal, spezielles Produkt von Rotwild. Auch da werden wir noch einige Informationen haben dazu. Das habt ihr auch noch. Ihr habt auch nur ganz, ganz wenige noch da. 9.911 Euro. Genau. Also ein Pedelec mit 250 Watt. Das heißt, ich brauche kein Kennzeichen dafür. Ich kann ganz normal fahren. Ganz genau, ganz genau. Und wie du sagst, also ich sage mal, lass es in Deutschland, also wir haben jetzt 3, lass es vielleicht mal noch 8, 9 Stück geben. Also die sind wirklich auch sehr, sehr gut weggegangen. Da vorne steht es. Weltweite Limitierung 250 Stück, ab Werk bereits ausverkauft. Ihr habt noch, ich glaube, 3 Stück oder sowas da. Ja. 3 Stück haben wir noch. Ihr habt auch einige gehabt. So, das ist noch da. Also wenn auch ihr so ein tolles E-Bike haben möchtet von Porsche, dann wendet euch vertrauensvoll, aber relativ schnell an Michael Theisen. Ja. Michael, ich muss weg. Wo findet man euch? In welcher Stadt?
Hat mich gefreut. Saarbrücken sind wir, im Rotfeld 19, Industriegebiet hier in Saarbrücken. Und die Leute, wirklich, die Videos kommen super gut an. Das freut mich und auch danke für die ganzen Nachrichten, die dafür kommen und auch die Komplimente. Das freut mich sehr. Du bist ja auch ein toller Typ, muss man sagen. Also du erklärst das gut, machst die Autos sehr nahbar. Viele Kunden kommen rein und sagen, habe ich gar nicht gewusst, das eine oder andere. Das heißt, wichtig ist, Autos mal richtig zu erklären. Dazu braucht man aber ein bisschen Zeit. Ja, also wir haben die Zeit. Am besten ist immer, das ist wichtig, weil meistens ist man doch vielleicht irgendwo in der Auslieferung drin, immer kurz eine E-Mail schreiben, anrufen, so wie es in der Vergangenheit jetzt auch immer super funktioniert hat, gerade durch die Videos, die Leute, die von weiter weg kamen, wo uns oder mich angeschrieben haben, das ist der beste Weg. Und dann machen wir uns einen Termin aus und können uns in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee mal zusammensetzen. Ist das, ja. Wir sind im Porsche-Zentrum Saarland, einer der erfolgreichsten Porsche-Zentrums Deutschlands, ein Mitglied der Scherer-Gruppe. Sag dazu bitte noch was. Genau, also was ist dazu groß zu sagen? Die Scherer-Gruppe ist eine riesen Automobilgruppe, die mehrere Marken hat, über Audi, über Seat, über VW und auch Porsche-Häuser besitzt. 2 Stück, einmal hier und einmal eins in Wiesbaden. Ja, vielen Dank, Michael Theisen, stellvertretend für alle Mitarbeiter im Porsche-Zentrum Saarland. Ja, danke für das nette Interview. Bis bald, mach's gut, ciao.